Was hat das mit Cloud Computing zu tun? Die Beschleuniger für Cloud Computing sind laut Forrester die Geschwindigkeit der Implementierung und die daraus aus diesem Cloud Computing und auch aus der Geschwindigkeit der Implementierung resultierende Geschäftsagilität. Das heißt, die Betriebe Europas, vor allem die Betriebe in Italien, in Griechenland, in Spanien, in Portugal, die müssen agiler werden. Das können sie, indem sie in der Geschäftsleitung erkennen, welche Bedeutung Informationstechnologie hat und wie man ganz schnell Informationstechnologie in einen Wettbewerbsvorteil ummünzen kann. Natürlich gibt es auch Bedenken und wir Europäer sind ja immer Vorreiter als Bedenkensträger. Diese Bedenken sind aber ganz ernst zu nehmen und ganz wesentlich. Es geht um Sicherheit, es geht um Integration und es geht um Applikationsperformance ganz allem voran. Zu diesen Themen werde ich Ihnen heute jeweils unsere Lösungsansätze auch präsentieren. Zum Thema Sicherheit möchte ich ganz am Anfang einige Worte voranstellen. Sicherheit muss man allem voran einmal auf der Infrastrukturebene leben und dort auf allen drei Ebenen, sprich am Client, bei der Kommunikation und im Rechenzentrum in den Services. Alle unsere Cloud-Services verwenden Zwei-Faktor-Authentifizierung und Client-Zertifikate respektive die sicherste Variante digitale Identität für die Authentifizierung der Benutzerinnen und Benutzer. Der Vorteil von Digital ID, der Vorteil Ihres deutschen Personalausweises ist, dass der Staat die Identität der Person garantiert. Und das ist in der übergreifenden Zusammenarbeit ganz entscheidend. Ich halte das Thema Digital ID im Rahmen der digitalen Agenda Europas für einen richtig wichtigen Wettbewerbsvorteil Europas. Wir kommunizieren verschlüsselt über Secure HTTP zwischen dem Browser, also dem Arbeitsplatz und den verschiedenen Devices am Arbeitsplatz und den Services im Rechenzentrum. Und wir haben im Rechenzentrum zertifizierte Sicherheit. Einerseits ISO-Zertifikate, andererseits Audits durch PricewaterhouseCoopers, SAS 70 Type 2 und auch eine auditierte, revisionssichere Archivierung. Wir bekennen uns zu europäischem Datenschutz, garantieren Service Levels, das werden Sie in anderen AGBs gar nicht finden. Wir verwenden verschlüsselte Filesysteme. Sie können, wenn Sie das wollen, ganz explizit auch die Contents zusätzlich verschlüsseln. Und neben dieser Sicherheit auf der Infrastrukturebene braucht es auch Sicherheit auf der Anwendungsebene. Nun, da ist nicht nur die Implementierung als solche entscheidend, sondern vor allem die Usability, die Anwendbarkeit. Denn Erfahrungen und Forschungsergebnisse zeigen, Sicherheit ist dann am größten, wenn die Anwender verstehen, was sie tun. Darum gibt es in einem Folio Cloud Teamroom nur 3 verschiedene Arten von Zugriffsrechten, nämlich Lesen, Bearbeiten und alle Rechte. Das ist einfach, das ist elegant. Zusätzlich wird auf Ebene des Teamrooms das Konzept von Sicherheitsstufen, sozusagen Protective Markings, unterstützt. Das heißt, Sie können definieren, in diesen Teamroom dürfen nur Menschen rein, die sich mit digitaler Identität authentifiziert haben. Dann haben Sie das größte Maß an Anwendungssicherheit, also an Sicherheit auf Anwendungsebene. Und, Sie werden in meiner ersten Demo dann gleich sehen, wir unterstützen informelle Kommunikation, aber nicht so, dass das die ganze Welt sieht, sondern so, dass das im Business-Team bleibt. Das ist sicher und nachvollziehbar in diesem Teamroom domiziliert. Dr. Stefan Ried, der Cloud-Analyst, der Chefanalyst für Cloud Computing von Forrester, sagt zu Fabersoft, dass Fabersoft das reifste, contentzentrierte Platform as a Service ist und eben allen Anforderungen Europas auch entspricht. Er sagt weiter,
dass Fabersoft das Potenzial hat, die europäische Salesforce zu werden. Die Salesforce ist ein amerikanisches Multimilliardenunternehmen und die Fabersoft ist auf dem Weg, mit ihren Cloud-Services in Europa wirklich auch entsprechend und gleichwertig erfolgreich zu werden. Die Fabersoft hat mittlerweile 5 Business Cloud Services im Markt. Ich werde Ihnen heute Highlights dieser 5 Services zeigen. Zu allen 5 gibt es Self-Service. Die 5 Services sind bereits online, die können Sie selber ausprobieren.